Okay, wir haben hier ein Bild, das ich vor kurzem beim Wandern gemacht habe. Und bevor ich mich an die Verarbeitung mache, stelle ich mir immer die Frage, was ist interessant an diesem Bild? Und wie man sieht, hier ist eine Frau, die sehr hell bekleidet durch Wald wandert. Und durch ihre helle Bekleidung unterscheidet sie sehr stark von der Rest der Umgebung. Das war so eine schöne Winterszene ohne Schnee, mit sanftem Licht. Es gab keine direkte Sonne. Und die ganze Szene war auch von dem Licht her sehr warm, rotlich durch die Blätter, die auf dem Boden lagen. Und das möchte ich gerne hervorheben bei dem Bearbeiten. Die Frage ist nur, wie macht man das jetzt? Zuerst schaue ich mir immer die Helligkeit des Bildes an. Normalerweise, wenn ich Fotos mache, versuche ich immer das Bild so zu fotografieren, dass ich es nicht überbelichte. In diesem Falle war es für mich wichtig, dass die Frau nicht überbelichtet wird, dass sie sehr helle Kleidung trägt und entsprechend ist das Bild insgesamt ein bisschen dunkler. Man kann es auch am Histogramm erkennen. Ich benutze hier Wellenform-Histogramm, das sehr gerne in Videoproduktion verwendet wird. Der Vorteil von diesem Histogramm ist, dass man auch die räumliche Verteilung der Helligkeit gut erkennen kann. Also zum Beispiel dieses Baum hier ist dunkler als der Rest, dann dieser Baum ist hier zu erkennen, die Frau in der Mitte, ja, die erhebt sich ein bisschen durch ihre Bekleidung und so weiter. Also auf der vertikalen Achse sieht man die Verteilung der Helligkeit und auf horizontaler Achse erkennt man die räumliche Verteilung dieser Helligkeit. So wie man sehen kann, ich kann das Bild ein bisschen aufhellen und das mache ich mit Belichtungsmodul. Ich helle das Bild ein bisschen auf, allerdings muss ich darauf achten, dass ich nicht allzu weit gehe, dass die Frau nicht überbelichtet wird. Das ist das eine. Und das andere ist, man sollte darauf achten, dass man danach noch genug Raum hat für die Weiterverarbeitung. Also dass man das nicht zu knapp aufhält. Okay, das dürfte erstmal reichen von der Helligkeit. Und jetzt schauen wir, was wir als nächstes machen können. Ich möchte gerne Kontrast des Bildes ein bisschen erhöhen. Das kann man in Darktable auf verschiedene Art und Weise machen. Ich werde jetzt ein Modul benutzen, die normalerweise für andere Zwecke verwendet wird. Das ist dieses Bloom-Modul. Wenn ich jetzt die Werte erhöhe, kann man dann sehen, was dieses Modul macht. Und wie man sieht, dieses Modul weichzeichnet das Bild, indem die hellen Bereiche des Bildes aufgehellt werden, dunklere bleiben so wie sie sind und diese hellen Bereiche werden dann weich gezeichnet und dann bekommt man so einen Weichzeichner-Look. Wenn man jetzt dieses Modul mit Blend-Modi Multiplikation kombiniert, bekommt man einen schönen weichen Kontrast. Wie man sieht, Bild sieht schon viel besser aus. Also ein Vergleich vorher und nachher. Das Blue-Modul hat auch Sättigung ein bisschen erhöht. Ich möchte gerne Kontrast weiter erhöhen und das kann ich jetzt mit Hilfe eines anderen Moduls. Das ist hier Farbbalance und mit diesem Farbbalance-Modul kann man eine Menge machen. Ich werde mich jetzt in diesem Falle auf Kontrast nur konzentrieren. Zuerst möchte ich gerne Schwerpunkt des Kontrastes setzen. Ich schaue mal, was er mir automatisch anbietet. Dieses Kontrast Fulcrum. Der Schwerpunkt meint, dass man einen bestimmten Punkt in der Helligkeit wählen kann, ab wo dann der Kontrast wirkt. Also in diesem Falle werden ganz helle Bereiche des Bildes beeinflusst. Ich demonstriere das einfach. Wenn ich jetzt Kontrast erhöhe, betrifft das eher diese helle Bereiche. Also wenn ich jetzt diesen Schwerpunkt weiter bewege,
nach rechts sieht man, das Bild wird dunkler. Also das heißt, die dunkleren Bereiche werden da auch mit beeinflusst. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte das gerne schon so haben in etwa. Allerdings, wie man sieht, ist auch der Hut der Frau stark beeinträchtigt. Also der wird überbelichtet. Das muss man verhindern. Das kann ich ja machen, indem ich einfach mal eine gezeichnete Maske da male auf dem Hut. Und so in etwa, lass uns mal gucken, wie die aussieht. Vielleicht ein bisschen die Feathering erhöhen. Und das möchte ich gerne invertieren, so dass sozusagen alles andere beeinflusst wird außer dem Hut. Und jetzt haben wir den Hut sozusagen geschützt. Dass es hier ein bisschen überbelichtet ist, stört mich erstmal nicht. Hauptsache, die Wirkung des Bildes ist jetzt ein bisschen besser. Also, ich überlege gerade, man kann auch natürlich diese unterbelichteten Bereiche korrigieren mit Hilfe von Offset. Die Veränderungen bei Offset sind sehr stark, also man muss darauf achten, dass man nur wenig Offset bewegt, also so in etwa. Und jetzt befinden wir uns in etwa wieder in unserem Dynamikumfang. So, ich schalte mal einfach diese Maskenanzeige aus, um zu sehen dann, wie das Bild insgesamt aussieht. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich werde Farbbalance-Modul noch benutzen, um die Sättigung ein bisschen zu erhöhen. Vielleicht so viel. Und dann schaue ich mal, wie es dann aussieht vorher und nachher. Also Bloom war das letzte, was wir gemacht haben. Ja, wie man sehen kann, Bild hat deutlich mehr Kontrast und farbig angenehmer. Bevor wir jetzt weitermachen, lass uns mal kurz die Reihenfolge der Module anschauen. Das kann man hier in dem ersten Reiter sehen, wo aktive Module angezeigt werden. Der Unterschied zwischen dieser Reihenfolge hier bei aktiven Modulen und im Verlauf ist dass im Verlauf eigentlich nur die Zeitreihenfolge angezeigt wird und beim dem Reiter, wo aktive Module zu sehen sind, geht es um Abhängigkeit voneinander. Das heißt, Ergebnis eines Moduls wird sozusagen als Ausgangsbasis für den nächsten. Und wie man sehen kann, hier sind schon einige aneinandergereiht, automatisch. Und normalerweise sollte man diese Reihenfolge auch so lassen, wie sie ist. Allerdings kann es manchmal nützlich sein, die Reihenfolge selbst zu ändern, wenn man weiß, was man da tut. Also normalerweise sollte man alles, was nach diesem Eingangsfarbprofil kommt, ändern können. Und alles, was davor ist, sollte man so lassen, wie es ist, weil das einfach nach einer bestimmten Logik eingestellt ist. Und in diesem Fall möchte ich gerne Farbbalance über dem Bloom-Modul machen, weil die Ergebnisse des Blooms-Moduls als Ausgangsbasis für die Weiterverarbeitung mit Farbbalance sein sollten. Und hier ist irgendwie automatisch schon so gestellt, dass der Farbbalance vor dem Bloom steht. Also, ich verschiebe erstmal den Farbbalance hoch. Und wie man sieht, ändert sich da was. Kontrast ist nicht mehr so stark, wie es vorher war. Also ich kann vielleicht Kontrast noch ein bisschen erhöhen. Ja, vielleicht so.
Und jetzt schauen wir uns nochmal vorher und nachher. Also ich komprimiere den Verlauf, dass man einen besseren Überblick hat. Also das war jetzt Bloom, das ist jetzt Color Farbbalance. Also ich habe jetzt einfach die Reihenfolge geändert, weil ich wollte, dass Farbbalance nach dem Bloom kommt. Also das hat mit dieser Reihenfolge hier nichts zu tun. Okay, im nächsten Schritt möchte ich gerne nochmal die Jacke der Frauen aufhellen, dass sie sich noch mehr von der Umgebung hervorhebt. Und das mache ich einfach mit einer Kopie von einem, also nicht Kopie, also einer neuen Instanz von Farbbalance. Das kann man einfach hier einschalten und wenn man jetzt sieht, taucht eine neue Version. Und was ich hier machen werde ist, ich werde zuerst eine Maske machen. Ich möchte gerne nur die Jacke beeinflussen und den Rest so lassen, wie es ist. Das mache ich mit so einem Pinsel. Ich male einfach mal rüber. So in etwa. Das muss nicht sehr präzise sein. Schauen wir die Maske mal an. Vielleicht erhöhe ich ein bisschen dieses Feathering. Sowas reicht aus. Ich schalte jetzt mal die Maskenanzeige aus. Genau. Und dafür verwende ich jetzt diesen mittleren Regler, Power-Regler, der eigentlich das Bild aufhält, ohne die Spitzlichter zu sehr zu beeinflussen. Entschuldigung. Schauen wir mal, wie weit ich gehen kann. Ja, so ist in Ordnung, glaube ich. Und lass uns mal schauen, vorher und nachher. Ja, das reicht aus. Also sie hebt sich jetzt deutlich von der Umgebung. Okay, noch ein kurzer Hinweis. Wie ihr seht, einige Bereiche an der Jacke sind ein bisschen überbelichtet. Das stört mich jetzt nicht, aus zwei Gründen. Einmal, weil die Jacke ist sowieso weiß und das kann auch so weiß bleiben, das stört mich nicht. Und andererseits, die Anzeige ist jetzt nicht auf 100% eingestellt. Also wie man jetzt sieht, man hat ja schon ein bisschen Spielraum. Und wenn das im Laufe der Verarbeitung noch verstärkt wird, dann kann ich noch was dazu machen. Aber erstmal stört mich das nicht. So, was man jetzt machen könnte, wäre nochmal sich mit dem Kontrast zu beschäftigen. Durch die Erhöhung des Kontrasts ist das Bild ein bisschen unruhiger geworden. Es gibt so viel Textur in dem Bild. Und das kann ich ein bisschen verringern, also weicher machen, indem ich noch ein Modul verwende, das dafür sehr gut geeignet ist. Das ist der Kontrast-Equalizer. Also ich werde mich jetzt mit lokalem Kontrast beschäftigen und im Unterschied zu vielen Verarbeitungen, die ich davor gemacht habe, hier möchte ich den lokalen Kontrast eher verringern. Das kann man machen, indem man die Luma-Werte ein bisschen verringert. Ja, und dann sieht das ein bisschen so wie weichzeichnermäßig aus. Und einfach nur diesen feinen Bereich ein bisschen erhöht. Ja, dass das Bild ein bisschen schärfer wirkt. So. Schauen wir uns mal vorher und nachher an. Ja, man sieht, dass die grobe Lokalkontrastbereiche weg sind. Und das Bild sieht ein bisschen ruhiger aus. Jetzt werden wir uns ein bisschen mit Farbstimmung des Bildes beschäftigen und dafür kann man auch Farbbalance-Modul verwenden. Allerdings, ich möchte gerne ein anderes Modul verwenden, mit dem man auch schöne Ergebnisse bekommen kann. Das ist Farbmixer. Und mit Farbmixer kann man die drei
Farbkanäle gezielt beeinflussen, indem man jeweiligen Kanal mit anderen Farben kombiniert. Also zum Beispiel hier ist gerade als Ziel Rot eingestellt. In diesem Fall werde ich den Rot lassen, so wie es ist. Ich werde gerne mal aber Blau beeinflussen. Und zwar indem ich Rotanteil im Blaukanal ein bisschen verringere. Und damit wirkt das Bild ein bisschen gelblicher. Vielleicht soll ich doch Rot ein bisschen erhöhen, dass ich so einen orangenen, ja, das ist viel besser, so einen orangenen Eindruck bekomme. Wie gesagt, das hätte man auch mit Farbbalance machen können, aber ich wollte einfach mal diese Module auch demonstrieren. Allerdings, ich möchte nicht, dass die Jacke der Frau mit beeinflusst wird. Deswegen werde ich hier auch eine Maske machen. Auch natürlich mit dem Pinsel. Ich hätte die vorherige Maske verwenden können von Farbbalance, aber ich möchte gerne auch die Mütze von der Frau mit beeinflussen. Also ich nehme jetzt Pinsel und male ein bisschen über die Bereiche, die ich nicht beeinflussen möchte. Mal so schnell. Also wie vorhin ist es auch nicht sehr wichtig, dass man es sehr präzise macht, weil das wird nicht so deutlich. So, jetzt muss ich natürlich die Qualität der Maske umschalten. Ich schalte auch die Anzeige aus. Ja, und wie man sieht, die unterscheidet sich jetzt nicht nur vom Kontrast her, von der Umgebung, sondern auch farblich. Das ist allerdings ein bisschen zu viel. Ich kann mit dem Deckkraftregler das ein bisschen verringern, den Einfluss, vielleicht so. Ja, oder so. Ja, das sieht gut aus. Also ich finde diese orange-gelbe Umgebung sehr angenehm. Lass uns mal gucken, wie es aussieht vorher und nachher. Ja, es ist deutlich schöner nach meiner Auffassung. So, was kann man noch machen? Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen bei Farben. Was ich noch machen möchte, ist, ich möchte gerne diese rote Blätter am Boden aufhellen und auch ein bisschen Moos. Und dafür kann ich ein anderes Modul verwenden, mit dem man dann relativ schnell sowas machen kann. Und das ist diese Color Lookup Table. Und der hat ja schon ein paar Farben voreingestellt, die man verändern kann. Ich nehme einfach mal braun, weil das sind die Blätter. Ohne Höhe einfach die Helligkeit ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht noch mehr schauen, ob das war. Ne, das ist zu viel. Das geht dann zu weit. Und was passiert, wenn ich grün noch ein bisschen aufhelle? Und dann tick. Ist das besser? Nein, das ist drängelt, also sehr aufdringlich. Also ist in Ordnung, lass uns mal gucken. Vorher und nachher. Vielleicht ein bisschen weniger braun. So. Ja. Damit ist das Bild ein bisschen heller geworden insgesamt. Und das finde ich schon mal nicht schlecht. Okay, das reicht jetzt, was es Farben betrifft. So, und als letztes Schritt vielleicht noch eine kleine Kontrastkorrektur. Und dafür können wir wieder unseren Farbbalance-Modul verwenden, den wir schon am Anfang verwendet haben. Können wir nochmal anschalten und diesmal anstatt jetzt den Kontrast selbst zu benutzen, man kann auch mit Power und Slope Funktionen das tun. Ich werde ein bisschen Power unternehmen, mal gucken, wie
viel, vielleicht so viel. Und Slope erhöhen. Vielleicht so viel. Okay. Ja, das dürfte reichen. Das sieht jetzt sehr angenehmer aus. So. Das Bild ist jetzt schön. Was mir jetzt gefällt, ist, diese Kontraste sind sowohl von Helligkeit her als auch von den Farben her ziemlich deutlich zu erkennen. Und ich mag diese orangene Farbstimmung, die diese Winterszene wärmer macht. Und lass uns mal jetzt schauen, wie es aussieht vorher und nachher. Das kann man hier machen, indem man auf den ersten Schritt zurückgeht. Ich mache das im vollen Bildschirm. Und dann mit einem Tastaturkürzel kann ich dieses Snapshot machen. Dann gehe ich wieder zurück, wähle entsprechend den Snapshot und gehe natürlich wieder auf die letzte Instanz und mache wieder Vollbild. Jetzt kann man deutlich sehen, vorher und nachher. Ein riesiger Unterschied. Ja, wunderbar. Okay, bevor wir jetzt Schluss machen, nur noch ein kleiner Hinweis oder eine kleine Demonstration. Ich werde oft gefragt, was wäre eigentlich der vernünftige Weg, um das Bild zu bearbeiten? Gibt es sowas wie eine Routine, die man immer wieder verwenden kann? Irgendwelche Module, die man aneinander reiht? Und ich muss sagen, das gibt es nicht. Viele Anfänger machen den Fehler, dass sie zum Beispiel Basiskurve benutzen als Ausgangsposition. Ich demonstriere das mal kurz. Ich mache eine Kopie von dem Bild, unverarbeitet, und wende dann diese Basiskurve an. Ich habe sie automatisch bei mir ausgeschaltet, weil sie mich sehr stört. Und Basiskurve ist nichts weiter als interne Verarbeitung, was Kamera eigentlich macht, aus Rohdaten. Die passt halt diese Daten an das menschliche Wahrnehmung, und wenn man dann JPEG-Bild in JPEG-Format fotografiert, dann bekommt man ein angenehmes Ergebnis, der nicht so wie RAW-Datei aussieht. Und ich versuche das mal jetzt mal hier zu demonstrieren. Ich schaue mal, was wäre sozusagen, was passt zu meinem Fotoapparat. Das wäre wahrscheinlich diese Nikon Leica Alternate, weil ich Nikon habe. Und wie man sieht, sieht das Bild schon ein bisschen besser aus. Also auf jeden Fall besser als RAW-Datei. Aber man kann sofort erkennen, das Problem, wenn man jetzt das vergleicht mit diesem Bild, was ich gemacht habe. Die Basiskurve bietet sofort einen starken Kontrast. Und das Problem ist, wenn ich so einen starken Kontrast habe, werde ich auch entsprechend weiter verleitet, es so zu bearbeiten, wie mir diese Kurve das angibt. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, oder ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das Bild anderes zu verarbeiten. Also die Automatismen, die man sehr gerne benutzen möchte, haben das Problem, dass sie zu sehr die Richtung der Bearbeitung diktieren. Und das ist eigentlich keine gute Startsituation. Also ich kann natürlich jetzt hier mit anderen Modulen versuchen, jetzt mal die Sättigung zu erhöhen und so weiter und so fort. Und ich kann mich jetzt an die weitere Verarbeitung machen. Aber das ist jetzt eine ganz andere Verarbeitungsart, und ich weiß nicht, ob man sozusagen das, was Bild tatsächlich anbietet, hervorhebt, oder man lässt sich einfach nur durch die schon vorgegebene Verarbeitung weiterleiten. Also wenn es jetzt um Kontrast zum Beispiel geht, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kontrast im Darktable zu machen, ohne dass man die Kurve verwendet. Ich mache dann nochmal eine Kopie, um das zu demonstrieren.
Also man kann natürlich Kontrast machen mit Farbbalance. Das haben wir schon mal gesehen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, es kommt ziemlich nah und sieht viel natürlicher aus. Oder, ich schalte es jetzt mal aus, Aurélien Pierre, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe, einer der Entwickler von der Darktable, der berühmten Filmic entwickelt hat, hat auch eine schönes Beispiel genannt, wie man eigentlich Kontrast auch erhöhen kann mit Hilfe von Belichtungsmodul. Wenn man jetzt zum Beispiel die Belichtung ganz erhöht, so in etwa über 2 Elektrovolt, und es kombiniert mit Multiplikation, Blendmodus, bekommt man auch einen interessanten Kontrast. Allerdings sollte man jetzt nicht auf 100% der Kraft haben, sondern eher weniger. Also das wäre jetzt noch eine andere Möglichkeit. Also wieder Vergleich davor und danach. Und auch der sieht viel natürlicher aus. Oder was man noch machen kann, ich schalte wieder das aus, was nicht so sehr empfohlen wird in neuer Version. Man kann auch Low-Pass-Filter benutzen dafür. Auch in Kombination mit einem bestimmten Blendmodi, also Overlay zum Beispiel, womit man dann auch sogar die Sanftheit des Kontrastes auch regeln kann. Ja, wie man sieht. Also es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, irgendwas zu erreichen, und anstatt sich jetzt an bestimmten Routinen zu hängeln, meine Empfehlung wäre, sich ein paar Module, die sehr wichtig sind, die man immer wieder verwenden sollte, sich anzueignen, die gut kennenzulernen und die dann miteinander zu kombinieren. Und von allen diesen Modulen, die man das Darktable anbietet, ich glaube, das sind über 70, die man verwenden kann, bräuchte man eigentlich nur 10. Also wenn man sich jetzt meinen Verlauf anschaut, Quatsch, ich muss zurück zum ursprünglichen Bild. Es gibt vielleicht 5 oder 6, die hier wichtig sind. Also Belichtung zum Beispiel, Kontrast-Equalizer, Kanalmixer ist nicht unbedingt wichtig, Farbbalance, natürlich Filmic ist auch ein sehr wichtiges, das wollte ich jetzt nicht, Filmic ist ein sehr wichtiges Modul, den man gut kennenlernen sollte, und RGB-Kurve zum Beispiel. Übrigens, man kann auch mit RGB-Kurve mal ganz schnell zurück auch mal schon Kontrast machen. Ich schalte mal Low Pass aus als letzte Demonstration. Bei RGB-Kurve gibt es sogar Voreinstellungen, die man verwenden kann. Kontrast, zum Beispiel High Gamma, oder was gäbe es da noch? High Linear. Der Vorteil von der Kurve ist, dass man die ja noch nachträglich verändern kann. Also meinetwegen nehmen wir diese High Gamma, und man kann dann noch selbst was verändern. Ja, so in etwa. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, mit einigen wenigen Modulen eine Menge zu machen. Also ihr müsst vielleicht so um 5 bis 6 Module kennenlernen, die gut kennen, und sie dann nach eigenem Ermessen kombinieren. Also wenn man sich an die Bearbeitung des Bildes ranmacht, sollte man sich wirklich durch das Bild selbst leiten lassen und nicht durch irgendwelche Routinen, die jemand einem empfiehlt. Das ist, was ich gerne mal noch sagen wollte, und ich bedanke mich für eure Geduld und bis zum nächsten Mal.